Wieso entgleist der? Wenn der Zug abschmiert, ne? Anhalten, anhalten! Guten Morgen aus dem Wunderland. Ich wollte euch heute mal zeigen, was wir neu in der Anlage haben. Nämlich diese Brücke. Ich meine, gut, neu ist die nun auch nicht mehr. Die sieht zumindest nicht mehr neu aus, weil da hat der Modellbau ganze Arbeit geleistet. Diese Brücke zu altern. Sieht aus, als wenn die schon 10 Jahre hier drin ist, aber nee, ist sie nicht. Das ist die zweitlängste Brücke, die wir im Wunderland haben. Die längste, die wir haben, ist in Skandinavien. Hat bestimmt schon jeder gesehen, wo die Schiffe auch unten drunter durchfahren. Das ist tatsächlich die zweitlängste, allerdings nur eine eingleisige Brücke. Aber bevor wir die Gleise legen können, müssen wir erstmal drüber sprechen, wie die Brücke überhaupt entstanden ist. Wir haben die Herausforderung gehabt, dass die Brücke einfach so groß ist, dass wir die hier im Haus nicht fertigen konnten. Also haben wir die hier zwar gezeichnet und uns überlegt, wie die ausschauen soll, aber haben sie dann zu einem Wasserstrahlschneider gegeben, der uns die 3 Hauptteile, nämlich die 2 Tragwerke links und rechts und die Fahrbahn auf der Wasserstrahlschneidmaschine geschnitten haben. Wir haben hier die Brücke, die den Regenwald und die Anden miteinander verbindet. Wir haben die jetzt schon mal hochgetragen und einmal komplett abgeschliffen. Wir haben vor noch einmal die ganzen Kanten noch einmal entgratet, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir da öfter mal ran müssen, wenn es hoch umfällt, doch höher ist und dass wir uns nicht die Arme kaputt machen, beziehungsweise Leute vom Leitstand. Grundiert und lackiert ist sie jetzt schon. Wir haben jetzt hier die untere Trasse einmal schon zusammengeklebt. Die kann Wolle dann schon mal mit Gleisen bestücken. Halt du mal erstmal nur hoch. Ja, das Problem bei der Brücke, bei der 4 Meter langen hier, ist das halt, wie kriegt man die Gleise fest? Und wir haben an der Seite oder unten drunter ein Doppelklebeband jetzt gesetzt. Das ist aber nur 5 mm breit. Also kann man ungefähr vorstellen, wenn hier Druck aufgebaut wird auf das Gleis, dass das natürlich irgendwann hochkommt. Da habe ich mir hin und her überlegt, was man noch machen kann. Und dann haben wir auf diese Querstreben jeweils immer versucht, eine Schwelle zu erwischen, die genau da drauf passt, und haben dort ein 1,1 mm Loch eingebohrt und dann eine 1,4 mm Senkschraube mit einem Kreuz oben reingeschraubt, ganz vorsichtig. Ja, das passt. Und das ist auch bombenfest. Also alle 10 cm ist so eine Schraube drin. Ich glaube schon, dass das hält. Nachdem Leon hier auch schon grundiert hat, habe ich jetzt eigentlich nur noch den Feinschliff übernommen und habe die ganze Brücke noch mal ein bisschen rostiger, ein bisschen alter gemacht. Man kann das hier ganz gut sehen. Wir hatten hier ja auch das Problem, dass es natürlich so eine große freitragende Brücke in Wirklichkeit auch nicht gibt. Das heißt, wir bewegen uns hier im Fantasiebereich. Wie ihr auch sehen könnt, mussten wir leider den Felsen, den Luisa hier so schön gegipst hat, auch noch mal kaputt machen, damit wir die Brücke hier einsetzen konnten. Das ging leider nicht anders, sonst hätten wir die Brücke nicht reinbekommen. Und Luisa muss da jetzt leider noch mal ran und das Ganze noch mal hier eingipsen, dass es so ausschaut, als ob diese 2 Rundbögen hier in den Felsen reinlaufen und da fest verankert sind. Bevor das hier mit dem regulären Bahnbetrieb losgeht, wird es leider noch eine Weile dauern. Nichtsdestotrotz habe ich schon mal unseren Kamerawagen hier auf die Gleise gesetzt, dass wir schon mal einmal hier durchfahren können. Wo aber noch eine ganze Menge passieren wird, ist hier neben mir an den Anden. Da wird nämlich die Bahntechnik ab heute anfangen, die Zahnradbahntests zu fahren. Und da könnt ihr mal zuschauen, wie das so vonstatten geht. Viel Spaß! Zur Zahnradbahn, die wollen wir heute mal in Betrieb nehmen und einen ersten Testlauf machen. Da freue ich mich immer gewaltig drauf, weil das ist das erste Mal, dass hier überhaupt ein Zug fährt auf dieser Strecke. Und da ist ein Gestänge drin, weil wir haben hier eine Steigung von ca. 7 bis 9%. Und wenn man den Zug draufstellen würde, die Lok, würde die natürlich runterfahren ohne Gestänge, aber hochfahren würde sie es nicht wieder schaffen. Das ist dasselbe System wie in der Schweiz drüben, da fahren wir allerdings 19%. Und das funktioniert auch seit 2007 fehlerfrei. Deswegen haben wir die hier eingebaut. Einzige Problem dabei war, dass es diese Bettung zurzeit nicht gab, als wir das gebaut haben. Wir mussten also die gesamte Gleisbettung des Zahnradgleises komplett selber fräsen und selber beschottern. Das war natürlich eine riesen Herausforderung. Das Einzige, was man hier jetzt noch sieht, wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, sind hier die Schienenverbinder. Und bei den Schienenverbindern warte ich erst, bis wir hier einmal komplett getestet haben. Dann verlöte ich diese Dinger, weil die sind im Moment nur gesteckt.
Und ich habe nur die Möglichkeit, am Ende der Brücke jeweils ja, eine Einspeisung reinzumachen. Also Strom ist drauf, das kann ich beweisen. Ich vermute mal, dass die Weiche nicht gestimmt hat. Na, guck mal, geh doch. Der erste Reinigungszug fährt. Fehlt zwar ein Wagen, aber egal. Eigentlich ist das ganz schön riskant, ohne Geländer zu fahren. Ne? Funktioniert doch, habe ich doch gesagt. Aber sieht doch schon mal schick aus. Warum macht er das? Also beim Rumdrehen habe ich gerade festgestellt, weil Jungs dann ein Problem haben, dass der Schalter gar nicht richtig drauf ist. Jetzt muss ich den mal wieder richtig draufstecken und dann sollte das auch gehen. Weil der Schalter hat jetzt einen Kurzschluss ausgelöst oder einen Strom nicht richtig umgeschaltet. Und dann bleibt der Zug halt dann auf dem Herzstück bzw. auf der Weiche stehen. Und das wollen wir ja nicht. Und die Kulissen haben auch genug Spiel. Ja. Wieso entgleist der? Der rollt doch nur. Also komisch ist das schon. Das Ding hat andere Spurgrenze. Wieder hat andere Spurgrenze. Wenn du sie nebeneinander hältst, siehst du es. Ich wechsle mal kurz. Wann kommt denn das Geländer hier ran? Weiß das einer von dir? Weißt du das? Wenn der Zug abschmiert, ne? Yeah! Anhalten, anhalten! Wenn der Zug abschmiert, ne? Der erste Lok entgleist hier. Der Schneeschieber war da schuld dran. Das ist das, was normalerweise bei uns den Schnee oder in der Schweiz den Schnee wegschiebt vorne. Und das haben wir natürlich hier nicht, aber trotzdem ist das Original dran an der Lok. Und das hakt natürlich jetzt bei einer kleinen Unebenheit genau in die Zahnstange rein. Fahr mal los, vorsichtig. Bin mir nicht sicher, ob ich alles drauf habe. Und das ohne Brille, ey, Wahnsinn. Ja, und das ist jetzt der erste Zug, der hier fahren wird später mal, original. Aber frag mich jetzt nicht nach der Nummer, wie der heißt da. Die Wagen sind standardgemäße Wagen, die in den Anden gefahren sind, wie zum Beispiel der Niederbordwagen, um halt landwirtschaftliche Produkte und landwirtschaftliche Geräte in die Anden zu bringen. In den gedeckten Güterwagen wird Vieh verladen und die Lok ist der Nemo. Bei uns Nemo ist eine Elektrolokomotive der Ferrocarril der Transandino, die über Zahnstange fährt, in der Schweiz gebaut worden ist. Das Modell basiert auf einem Fahrwerk der HGE 442 und wir haben einfach nur ein 3D-Druckgehäuse draufgesetzt und die Wagen sind auch in kompletten 3D-Druck entstanden. Ich hoffe, euch ist nicht schwindelig geworden in den Höhenmetern der 4000 Meter, den Anden. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Falls ihr noch Ideen habt, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.